In Silber. Ja, da wirkt er richtig toll. Der Ahorn Van 620, Modelljahr 2021 mit dem neuen Renault Master 2021er Facelift, ja, der ihn ganz neu erscheinen lässt. Unglaublich bullig und automotiv mit LED-Tagfahrlichtern und einem Twin-Turbo-Motor mit 100 und 35 PS in der Standardversion, 150 gibt es auch und es gibt auch 180. der hier steht. Wir können ja mal ganz kurz gucken, was der hat. Steht es da drauf auf dem Zettel? Das steht drauf. Der hat 135 PS in der Standardvariante. So, 135 PS gibt es mit automatisiertem Schaltgetriebe auf Wunsch. Können wir gleich mal reingucken. 135 PS nicht, ab 150 ja. Okay, das heißt, das kann man kriegen. Und hier vorne sieht man, das ist der Listenpreis, 40.500 Euro. Und wie er hier steht, 51.250 Euro. Das sind die technischen Daten für alle Standbild-Fans. Ich gehe gerade noch mal kurz rein, da sind sie scharf. Ja, wir sind am 5. Februar 2021 in Speyer in der Pfalz mit einem echten Pelzer, nämlich dem Paul. Grüß dich, Paul. Hi, grüßt euch. Ja, wir haben alle Autos, die hier stehen, gefilmt und darüber hinaus noch einiges mehr. 2 Tage lang, jetzt bist du ziemlich K.O., aber wir werden mal ein absolutes Volumenmodell Brot und Butter, so kann man sagen, bei euch mal zeigen. Ein Längsbettenfahrzeug mit einer Länge von rund 6,20 Meter. Ja, das ist so die eierlegende Wollmilchsau hier bei uns, ja. So, Silber, ist das die meistgekaufte? Silber ist so ziemlich die meistgekaufte Farbe, sieht ja auch ziemlich geil aus, wie man sieht. Die Kombination dann auch noch hier mit den Chromleisten in Kombination mit dem Silber und mit der schwarzen Schürze vorne. Sieht richtig geil aus. Ja, das ist schön, denn die Zielgruppe, du sagst extra geil, sind jetzt nicht nur ältere Leute, so wie ich und du, sondern wir haben tatsächlich schon so 20-Jährige, 25-Jährige, Thema Vanlife. Ja, viele sind auch mal ein Jahr unterwegs und so weiter, machen Selbstausbau, muss man gar nicht machen, denn die Qualität, die ihr produziert in Frankreich, das hat schon höchste Qualität. Das hat absolut höchste Qualität. Ich glaube auch nicht, dass du das im Eigenausbau derart gut hinbekommst. Ja, das ist auch eine Frage. Wer das jemals gemacht hat, kann es ja mal probieren, holt sich mal so ein Lehrmodell, fängt dann an mit Alubutyl und was weiß ich, Armaflex und allen drum und dran, erstmal zu dämmen, die Dieselheizung einzubauen. Da bist du schon mal ein halbes Jahr dran. Viele berechnen die Arbeitszeit nicht. Nee, und dann bist du auch weit über dem Preis, für den wir das Fahrzeug anbieten. Man muss auch sagen, wenn man das nicht gut kann, ja, sind die Ergebnisse oft Das geht in die Hose, das ist klar. schwierig, sagen wir es mal so. Es gibt Leute, die können das super, aber oft ist das so, dass sogar ganze Beziehungen in die Brüche gehen. Weil der Freund nur damit beschäftigt ist, seinen neuen Van auszubauen. Ja, Ja, aber manchmal ist es ganz gut. Frau sagt, naja, dann ist er wenigstens weg am Wochenende. ja, so oder so. So, hier ist die Kassettentoilette. Genau. Ich habe eine richtige Die ist Toilette. verschlossen jetzt. Die ist zu, ist nicht so Aber könnt schlimm. ihr euch vorstellen, da hinten ist die ganz normale Toilettenkassette, wie wir es schon ein paar Mal gezeigt haben jetzt heute. Ja, die Standard-Kassettentoilette. Deswegen sind wir aber heute nicht hier. Landstromeingang ist hier. Jawohl, sieht man. So, der ist da. Die hängen alle am Landstrom, denn ihr habt was ganz Besonderes, um die Batterie zu schonen. Ihr habt AGM-Batterien hier drin. Die sind nochmal mit einem speziellen Schalter versehen. Der ist hier, Batterie 1 und 2. Man sieht auch, die Batterien sind gar nicht angeklemmt, denn ihr habt eure Erfahrung gemacht mit tief entladenen Batterien im Ausstellungsbetrieb. Hier ist das Ladegerät mit drin. Und hier auf der linken Seite ist die Heizung, Außendusche. Genau, machen wir mal als erstes die Außendusche. So, und da ist die Truma Dieselheizung mit drin. Das ganze Fahrzeug steht auf Diesel. Deswegen brauchst du auch nur noch eine einzige Gasflasche zum Kochen. Genau, und die kommt dann hier rein. Nur mal bei 11 Kilo Gas, da kannst du kochen, bis der Arzt kommt. Ja, denn selbst der Kühlschrank läuft auf Strom. Also das ist wirklich sehr sparend. Und auch das Thema Diesel, Winterurlaub. Man fährt ja auch schon mal hier einen Skiurlaub mit allem drum und dran. Die Tanks alle beheizt? Die Tanks sind alle beheizt, ja. Ja, die Der sind Frischwassertank natürlich nicht, der ist ja im Innenbereich, aber der Abwassertank ist beheizt. Ist beheizt. Also das kann man kriegen. Also damit kann ich dann auch mal in Urlaub fahren. Das Besondere ist, ich habe hier hinten einen, ich sag mal, Vorhang, der wirklich schon isolierend wirkt. Die Fenster selber sind tiefschwarz getönt. Das können wir mal ganz kurz zeigen. Bitte mal eine Seite zu. Da kannst du überhaupt nicht durchgucken. Das Ganze sieht auch sehr automotiv aus, gar nicht so wohnmobillastig. Gut, jetzt ist hier eine Markise drauf, die Fenster sind an der Seite. Also selbst, ich sag mal, ein Blinder mit dem Krückstock, wie man sagt, ja, der würde erkennen, dass es hier sich um ein Wohnmobil ist. Ja, da sind wir uns mal einig jetzt. Ist so. Und ja, das da vorne, aber trotzdem, ich sag mal, die Optik, wenn du mal beides zumachst, das sieht, ich sag mal, jetzt nicht mit irgendwelchen Aufbaufenstern, sondern das ist von hinten schon sehr, sehr schick. Also das ist das, was man komplett von hinten sieht. Sieht
Wirklich toll. Also das ist die quasi Serie, wie er kommt. Und das Ganze mit dem Vorhang dann nochmal, kann man zwar dann rausgucken, nicht mehr reingucken und es ist nicht so kalt. Längsbetten, mach nochmal bitte auf. Das Fahrzeug kann ich, genau, das kann ich nämlich auch hier hochstellen. Das Ganze lässt sich hier hochklappen und dann kann ich diesen Bereich zum Durchladen verwenden. Ein teures E-Bike kann zum Beispiel innen mitführen. Genau, du kannst beide Betten hochklappen. Wenn du es mal nicht nutzt im Winter, kannst du die Matratzen verstauen zu Hause, klappst das hoch, hast einen riesen Stauraum. Also wir sind wieder beim Thema Optionen, die hast du hier. Du kannst eine Liegewiese draus machen, das Ich kann geht eine auch. Liegewiese draus machen. Ne, ihr seht jetzt hier, das ist alles noch verpackt. Ja, wir sind hier in der Ausstellung. Momentan gibt es auch keinen Showroom, deswegen ist das alles auch noch verpackt. Das ist der Tisch? Nein, das ist ein Brett und vorne, wir haben hier noch ein drittes Bett. Das ist dafür. Achso, du kannst vorne den Essbereich zum Bett umbauen. Den kann ich auch umbauen, genau. Was hier reinkommt, ist dieses Brett. Ne, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so einfach hinkriegen. Okay, ich kann es mir vorstellen. Es kommt in die Mitte rein, liegt dann auf beiden Matratzen auf. Genau, ihr seht ja, hier sind die Auflageflächen. Ich müsste das jetzt ein bisschen modifizieren. Nee, ist okay. Ist Ja, okay. passt. Die meisten werden es so lassen, würde man sagen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Wahrscheinlich. Familie und Kinder und du hast ein kleines Kind in der Mitte, dann würde ich das so umbauen. Genau, und da hast du ja hier das Polster dafür. Und dann kannst du das machen, klar. Das hier ist oft ein Einstiegswohnmobil für Familien, muss man sagen. Also das ist nämlich eine tolle Option. Ich habe ein kleines Kind dabei, das ist noch klein. Klar, wenn es größer wird, da willst du vielleicht nicht mehr irgendwann zwischen Mama und Papa liegen. Aber die Liegefläche an der Breite, die Fahrzeugbreite? Fahrzeugbreite sind wir bei 2,6 Meter. 2,6 Meter. So, dann mach mal zu bitte hinten, dass wir mal die Optik kriegen, gleich wenn wir einsteigen, wie das Ganze aussieht. Wir gehen mal hier in der Seite. Das ist die Markise. Die ist übrigens bündig. Die ist nämlich auf dem Dach montiert. Sieht eine Thule Omnistore, ne? Richtig schick aus, das Schwarz, also mit dem Silber. Das ist die Lackierung an der Seite. Das ist beklebt. So, und das gibt dem Fahrzeug eine richtig tolle Optik. Gibt einen geilen Touch auf jeden Fall. Ich zeige dich mal ganz kurz drin, dass wir das Ganze mal zeigen, denn es gibt wirklich viel zu sehen. Das Besondere fängt schon an bei dem Tisch. Den Tisch kann man auch außen verwenden. Genau, ich baue den mal kurz raus. So, dass wir das Ganze mal sehen. Ich mal zu euch. Und der hat nämlich hier eine Schiene und dann habe ich direkt einen Außentisch mit dabei. So ist es. Campingtisch gespart. Zack. Brauche ich noch 2 Stühle und fertig ist das. So, das ist mit drin. Dann kann ich den hier auch offen verwenden, denn während der Fahrt macht es manchmal aus Sicherheitsgründen Sinn, dass ich gar keinen Tisch habe. Das ist so. Und ich habe dann hier vorne in dem Bereich eine beheizten Zwischenboden mit drin. Das heißt, wenn ich da jetzt drauf bin, da ist die Luftheizung mit drin. Das Ganze wärmt sich damit auf, dass die Füße, wie die da stehen, schön warm sind. Ja, ist ja auch ganz wichtig. Das Thema ist ja hier autark. Das Fahrzeug wird oft auch für Wintercamping benutzt. Viele Skifahrer, viele Mountainbiker, die Fahrzeuge nutzen. Dementsprechend muss es auch schön warm sein im Winter im Fahrzeug. So, du baust den Tisch nochmal ein. Ich filme schon mal hinten, dass wir das Ganze mal sehen. Denn hier habe ich 2 Längsbetten, die riesengroß sind. Hier an der Seite ist übrigens das Schaltpanel mit drin. Hier kann ich das Licht zentral, Wasserpumpe und so weiter anmachen. Und sehe auch Temperatur zum Beispiel oder den Zustand jeweils der Batterien. Hier ist die Truma Kombi Diesel. Auch die ist analog, sehr einfach zu bedienen. Die Temperatur von 1 bis 5 wird eingestellt oder aus und die Wassertemperatur oder beides. Und hier sind jeweils die Füllpolster mit drin und 2 Längsbetten. Ja, sehr, sehr gefragter Grundriss. Hier habe ich noch einen Schrank. Mache ich auch mal gerade auf. Der ist sogar zum Hängen. Kann ich also die wichtigsten Sachen reinmachen. Und ich habe eine Erweiterung. Also wenn ich jetzt sehr, sehr lange Dinge habe, habe ich ein kleines Brett hier unten drin. Kann das Brett rausholen und da kann ich mein Kleid und so weiter oder was etwas Längeres einfach durchhängen lassen. Und habe trotzdem dann Hanging Garment. Das heißt also, die Sachen können hängend sein. Leselicht ist hier. Zeige ich mal gerade hier hinten. Das Ganze kann man dann auch versehen mit einer Blaulichtlampe, die da ist, oder mit der Lesefunktion, die da ist. 2 Taschen, jede Menge Stauschränke. Ich moderiere mal gerade selber, Paul, wenn es okay ist. Ja, gar kein Thema. Wegen der Größe vom Fahrzeug. Und überall Schränke, das Ganze umlaufend. Und hier nochmal ein riesen Ablagefach, wo ich die wichtigsten Sachen reinmachen kann. Hier ist mein Heki oben drüber. Und dann nochmal Licht, Lampen zum anderen Ausschalten. Und hier sind übrigens die Gurte drin, die sind nicht zum Festschnallen, sondern damit kann ich dann jeweils die Betten nach oben klappen und die dann fixieren. Ich zeige das mal gerade. Das Ganze wird dann hochgeklappt. Hier ist der Gurt daneben.
Und dann kann ich das einfach fixieren und kann dann Mountainbikes und so weiter dann in der Mitte einladen oder wenn ich irgendwas transportiere. Großes Fenster noch an der Seite mit dabei, eins, und hinten, hier kann ich rausgucken und da ist der Vorhang. Damit kann ich dann abends, wenn ich schlafen möchte, das Ganze zumachen. Paul, das ist ja mal eine Küche hier, oder? Würde ich mal sagen, oder? Das sieht doch richtig stylisch aus. Ja, ziemlich edel. Zwei große, erhabene Kochstellen, die mit dabei sind. Das heißt, auch große Töpfe passen endlich drauf. Das haben wir uns dabei gedacht. Das war vorher mal abgesenkt, aber da kann ich eben nur ganz kleine Töpfchen draufstellen. Und so kann ich halt einfach mal eine große Pfanne nehmen oder einen großen Topf, wenn ich mal Nudeln mache und so weiter und so fort. Also es ist schon durchdacht. Wir werden oft gefragt, warum wir das hochgesetzt haben, aber wir haben uns dabei was gedacht. Außerdem sieht es gut aus, nicht? Kommt noch dazu. Man kann es leicht reinigen, das ist okay. Ja, was auch toll ist, ist der Spiegel. Hallo Paul. Grüß dich. Der ist nämlich nicht nur ein bisschen klein, sondern riesengroß, erweitert den Raum nochmal zusätzlich. Das hier ist übrigens Kombi. Ich zeige euch das mal gerade. Hier das Waschbecken kann man ganz leicht hochklappen. So, wenn man es nicht braucht, wird es hier oben hochgeklappt. Hier einfach festgemacht. Und dann habe ich eine richtige Dusche. Paul, geh mal bitte rein, dass wir das mal zeigen. Gut, ist nichts für 2,20 Meter Leute, muss man sagen. Der Paul ist 1,72 m. Also das ist schon so, ich sag mal so 1,80 Meter, wird es vielleicht schon ein bisschen eng. Das muss man wissen. Man kann allerdings das Rost auch rausholen. Das spart nochmal rund 5 Zentimeter, die drin sind. Ja, das ist natürlich eine Notdusche. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo duschen zu gehen, dann nutzt die. Ansonsten kann man natürlich auch, man kann im Sitzen auch mal duschen, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier zumachen würde. Dann verliert es natürlich den Effekt, dass es hier getrennt ist, aber es geht. Ja. Also das ist auf jeden Fall so. Es gibt ja auch Leute, die sind, ich sag mal, unter 1,80 Meter. Man muss das Probe sitzen und auch ausprobieren. Deswegen sind die Fahrzeuge hier. Ihr habt Fahrzeuge, jetzt keine Kastenfahrzeuge, die sind viel, viel größer, muss man sagen. Ja. Am besten mal ausprobieren, vielen langt das, oder? Das ist ein absolut ausreichendes Fahrzeug, wie gesagt. Also die meisten nutzen ja sowieso die Gelegenheiten dann vor Ort, ob das mal eine Raststätte ist oder ein Campingplatz oder irgendwie ein Surfspot, egal wo die Leute hinreisen. Es gibt ja Sanitäranlagen heutzutage fast überall. Ja, das ist so. Aber die Toilette, die ist komplett nutzbar. Denn ich habe nochmal einen Spiegel hier vorne, da kann ich dich sehen von hinten gerade. Und dann die Dusche, zeig mir die mal bitte, wie das funktioniert. Es gibt eine Duschabtrennung. Genau, wir können das hier einfach abtrennen. Magnetisch auch. Genau, ich muss es nur... Mal kurz reinmachen. Ah, ich sehe schon, die Toilette ist nicht gerade. Der Papa hat vergessen, die Toilette zu drehen. So, Toilette gedreht. Jetzt geht's auch zu. Jetzt aber. Geh mal rein. So, jetzt kommt die Klaustrophobie oder geht's noch? Ja, das geht schon. Bei mir geht's. bei dir geht's. Ich weiß nicht, bei dir wird es schon schwieriger. Ich habe es noch nicht probiert, aber ganz ehrlich, ich hätte da gar kein Problem mit. Ich kann mich auch zusammenreißen. Man duscht ja auch keine Stunde drin. Ich meine, wir sind ja auch Camper. Ja. Also irgendwo bleibt es halt auch Camping. Da muss ich mich ja vielleicht auch mal ein bisschen bücken. Ja, es Also gibt 10 Minuten duschen, ganz gemütlich und dabei singen. Es gibt die Fahrzeuge, muss man auch fairerweise sagen. Es gibt viele Fahrzeuge, die haben noch ein höheres Dach. Bin hier schon bei einer ordentlichen Höhe nochmal von dem 260. 260, genau. Du bist noch viel höher, das ist dann auch im Alltag ein Problem. Also ich sag mal klar, jetzt kommst du durch, Bäume und so weiter. Jeder muss das mal testen. Aber ich finde es okay. Mach mal zu, es gibt nämlich noch eine Abtrennung. Das heißt, hier, wenn ich dusche, mache ich einfach zu. Dann dusche ich komplett. Genau. Ende Gelände. Das ist super dicht hier. Da geht auch nichts raus. So, und das ist dann auch der Fall, wenn ich auf Toilette gehe, mache ich hier einfach zu. Da ist der Luftauslass für die Heizung, denn man will es ja beim Duschen auch schön warm haben. Bei einer Dieselheizung muss ich auch nicht so viel achten, das ist das Coole. Wo kriege ich meine Gasflaschen? Beim nächsten Tanken ist der Tank wieder voll. Kennt ja jeder das Problem, wenn du mal in Südeuropa bist oder Nordeuropa, da kriegst du ja nicht unbedingt überall die richtige Gasflasche für dein Fahrzeug. So, super. Ja, setz dich mal rein, dann zeige ich mal diesen tollen Tisch. Ah, du hast Ich noch habe den umgebaut. jetzt mal abgesenkt, dass ihr sehen könnt, wie das Bett hier vorne gebaut wird. Das ist übrigens das Service-Kit, nicht, dass einer sagt, wir haben das Auto zerlegt. Das ist das Pannenset, das ist normal im Kofferraum drin. Normalerweise schon, ja. Genau, wenn du es mal kurz rausnimmst, sei mal so lieb. Ist nur wegen der Optik. So, da ist nämlich Wagenheber und Co. drin. Genau, ich nehme das mal raus. Ja, sei so lieb. Dann haben wir es etwas schöner. Übrigens hier, das Fahrzeug hier, ganz sicher, dass es 135 PS hat?
Zumindest stammt's mal, dann bin ich jetzt nicht mehr sicher, weil der hat Automatik, dann müsste er mindestens 150 PS haben. Da Okay. war das Preisschild falsch. Ist egal, das Preisschild lassen wir mal drin, weil die Option bei dem Preisschild gibt es ja. Also das Die gibt's, ist ein genau. Modell, was auch gibt. Das Das ist heißt, jetzt der Vorführeffekt, nenne ich den. ja, es ist nicht so wild. Aber hier ist was Tolles drin. Guck mal hier, statt natürlich dem Rückspiegel, da habe ich die Rückfahrkamera mit drin. Direkt integriert, ja. Also die hast du vorne dran geklemmt quasi. Das ist jetzt nicht mehr der Bildschirm wie bei den Wohnmobilen, der jetzt über dem Radio wäre, sondern das ist jetzt auf den Rückspiegel drauf geklemmt. Krass, schön. So, und jetzt, das wäre der Bettumbau. Genau. Jetzt kommen die Polster drauf, die seht ihr da hinten eingepackt jetzt noch. Ich habe vorhin das Brett kurz erwähnt. Ja, das wird hier auch nochmal Warte, ich zeige dich mal gerade. aufgebreitet. Dieses Brett, das wird hier dann auf diese Ösen dann draufgesteckt. Da gibt es hier noch einen Fuß und 3 Polster und dann könnt ihr das so... Da gibt es ein Video im Internet. Ich werde das auch noch mit verlinken. Das heißt, da macht ihr den ganzen Umbau hier vorne, zeigt das nochmal detailliert. Genau. Weil oft ist so, ich mache eine Einweisung hier und ganz ehrlich, der Kunde kann sich nicht alles merken und da kann es per Video nochmal gucken. Du kannst fast alles auf YouTube nochmal von uns kriegen. Gerade die Nettenumbau ist ein sehr wichtiger Punkt, weil klar, du kriegst, wenn du eine Stunde lang Einweisung hast, irgendwann bist du voll mit Infos und dann musst du natürlich nochmal gucken, wie geht das nochmal genau. Du kannst aber auch gerne hier bei uns anrufen, wir würden dir das nochmal erklären, falls du irgendwo stehst und kriegst das nicht hin und hast vielleicht gerade kein Internet. Also das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. So, dabei ist auch vorne die Isolierung für die Scheibe. Mach mal kurz raus, bitte. Liegt da oben drin. Warum ich ihn immer bitte, ich habe beide Hände voll, sonst würde ich es gerade selber machen. Ja. Der, Hier wieder die klassische Silbermatte mit Saugnäpfen, völlig ausreichend, brauchst du keine Remi-Front-Faltverdunklung. ihr könnt die aber nachrüsten. Die kannst du nachrüsten. Das heißt, einfach bei euch anrufen. Es kostet ein bisschen Aufpreis, muss man sagen. Da gibt es die vorne auch zum Zuziehen, wenn man das möchte. Geht. Aber Geht. es ist ja auch so, viele Leute starten erstmal so, nachrüsten kann man immer noch. Du kannst alles nachrüsten. Genau. Wir haben auch 2 Jahre Preisstabilität, wenn du das Fahrzeug kaufst. Auf alle Zubehörteile hast du 2 Jahre Garantie, dass der Preis gleich bleibt, Ja, und bis zu 6 Jahre auch Herstellergarantie, wenn du es finanzierst. wenn du es finanzierst. Genau, es ist so. Also mindestens 10.000 Euro finanzieren, dann gibt es statt 2 Jahre 6 Jahre. Ziemlich cool. Ist eine coole Sache auf jeden Fall. Da hat sich die Consors echt was einfallen lassen und es lohnt sich auch. Machen viele? Machen sehr viele, ja. Ist ja nur ein Teil von 10.000 Euro. Du kannst ja Sondertilgen zu 80% ohne Gebühren und die restlichen 20% mit 1% Vorfälligkeitsentschädigung. Wenn wir da jetzt über 10.000 Euro nehmen wir jetzt mal, wenn du voll Du kannst 80% jederzeit tilgen ohne Vorfälligkeitsentschädigung. ohne Vorfälligkeitsentschädigung. Die restlichen 20 dann schon, wenn du alles auf einmal tilgen willst. Das wird noch nicht interessant, ich verkaufe das Fahrzeug. Ich mache zum Beispiel 100 Monate oder so. Ich verkaufe das Fahrzeug, kann ich alles tilgen, habe 20 schon getilgt oder zahle auf die letzten 20, zahle ich dann die 1%. So sieht das aus. Ah, okay. Das wären aber bei 10.000 Euro Rest zum Beispiel 100 Euro. Also ist zu vernachlässigen, wie du merkst. Okay, super. Die Entscheidung, ob es finanziert werden kann, das dauert lange oder geht es schnell? Das geht relativ schnell. Können eine Ja, das Abfrage haben wir, ja, das ist innerhalb von einer Stunde ist das durch. Dann wissen wir, ob das passt oder nicht. Okay, super. Ja, wenn du das nochmal kurz zurückbaust, sei mal so lieb. Polster kurz hoch, anheben. An. So, dann wird dieser... Natürlich dieses Gelenk, das wir hier haben. Gibt es ein Knöpfchen. Zack. Wieder zurück. auf die ganze Länge Genau. und dann passt er oben rein. An und dann ist er wieder so, wie er sein soll. So, und dann darf sich der Paul mal reinsetzen. Das macht der Paul doch glatt. Der Paul macht das gerne, denn der Paul ist nämlich jetzt auch Profi bei einer olympischen Disziplin, die heißt, ich mache mal den Fahrersitz und drehe den. Oh Denn, mein Gott, okay, mach mal. denn du hast nämlich rausbekommen, es gibt hier eine Besonderheit bei dem Auto. Die Drehverstellung, Genau, die ist anders wie beim Wohnmobil. genau, die ist nämlich ein bisschen anders, die ist vorne. Die ist vorne, richtig. Muss man natürlich jetzt gucken. So. Ja, ich muss natürlich hier wieder vor. So, jetzt habe ich es. Natürlich ein bisschen runter. Gut. The show must go on. Lass das jetzt mal so. Aber dann komme ich hier nicht vorbei. Das heißt, ich müsste wieder ein Stück zurück. Sag mal, ist das Lenkrad, Die Geschichte. genau, ein kleines bisschen zurück. Übrigens, Leute, die das jetzt sehen, die freuen sich jetzt und sagen, Weil selbst da der geht es das immer nicht genauso, da geht's immer genauso wie uns am Anfang. Ja, wenn man seine Fahreinstellung dann hat, das muss man natürlich ständig verändern. Wenn du den Sitz einmal drehen willst, musst du wieder, wenn du losfährst, deine komplette Sitzrichtung dann quasi wieder einstellen. So, das wäre jetzt die Möglichkeit. Du kannst unten dann noch eine dritte Scheibe rausziehen. Genau, das kann ich. Und so. Müsste jetzt natürlich der auch noch gedreht sein oder ich mache es in die andere Richtung. So, das heißt also, da können die Leute dann auch noch hier das verwenden. Genau. Ja, super. Würde ich dann noch ein bisschen so zu mir ziehen. Dann kann der ja hinten hier auch noch sitzen. Und wenn wir den jetzt rumdrehen, können wir hier ganz gemütlich zu viert
den Abend verbringen. Sehr schön. Warte, ich filme mich mal kurz von draußen so ein kleines bisschen. Ja, das wäre jetzt der Paul und du könntest jetzt Feierabend machen, aber geht noch nicht, denn es hast gleich einen Kunden, gell, um 3. Richtig, um 3 habe ich einen Kunden und deswegen müssen wir jetzt hier langsam auch mal zu Potte kommen. Ja, das ist so. Das Preisschild gleich nochmal. Also ich bin ganz beeindruckt. Komm mal raus, bitte. Er ist in Silber, der 620er. Und wir zeigen euch trotzdem noch mal ganz kurz die Daten. Es geht los bei 40.500 €. Und ja, wenn das der 135er ist, also der hat mindestens 150 PS. Der muss 150 PS haben, weil der hat Automatik. Da stimmt eben das Preisschild nicht, weil der Showroom war die ganze Zeit zu. Nee, das muss aktualisiert werden. Fairerweise war auch eben ein anderer 620er drin. Also den haben wir nochmal getauscht hier. Also es könnte auch der gewesen sein. Das ist jetzt nicht so wild. Aber das spielt gar keine Rolle. Nach ungefähr 20 Videos, die wir gedreht haben, jeder bekommt ja ein individuelles Angebot. Das heißt, es ist nicht so, dass ihr die Türen abschließt und sagt, jetzt wird unterschrieben, vorher kommst du nicht raus, sondern viele gucken ja erstmal lang, oder? Richtig, also dafür ist die Ausstellung ja auch da. Ne? Die können sich ruhig 1, 2, 3 Stunden Zeit nehmen, das Fahrzeug komplett checken und dann kriegen die natürlich eine ordentliche Beratung nochmal von einem unserer Fachverkäufer. Wir könnten das ja auch filmen, aber das machen wir nicht. Ja, das machen wir nicht. Ja, das machen wir heute mal. So, wir sind durch. 20 Fahrzeuge, Paul. Marathon heute im Dreh und deswegen, ich glaube, wir sind alle ziemlich geschafft. Heute drehen wir am 5. Februar und vielleicht noch 1, 2 Takte über Ahorn. Ihr habt dieses Jahr 30 Jahre. Wir haben 30-jähriges Jubiläum, deswegen haben wir auch eine 30 Jahre Sonderedition. Die hatten wir auch schon mal gefilmt. Wir gehen mal ein paar Meter weiter. Ist nämlich Silber mit Alufelgen. Silber mit Alufelgen, ganz genau. Wir haben das 30-Jahre-Logo drauf, der Brems- und Spurhalteassistent. Auch drinnen ist das 30-Jahre-Logo drauf gestickt. Also alles in allem ein sehr gelungenes Fahrzeug. So, das ist der 590 Plus, den haben wir auch gefilmt. So, jetzt konnte ich ja zum Paul sagen, den filmen wir nochmal. Nee, wir machen jetzt Feierabend, denn du hast gleich noch einen Kunden und du musst auch dringend mal was essen, gell? Richtig. Also wir haben jetzt richtig durchgepowert und jetzt wird es auch mal Zeit, dass ich mal was esse, bevor der Kunde kommt, dass ich auch wieder konzentriert bin. Ja, mir hat es gefallen, vielen Dank. Ihr wart sehr nett, muss ich sagen. Wir haben mal das ganze Produktportfolio gezeigt. Messen, so viele Messen waren ja nicht. Ihr wart in Düsseldorf. Wir waren in Düsseldorf, richtig. Wir haben das Hygienekonzept auch voll durchgezogen. Das hat auch funktioniert. Also die Kundschaft, die da war, trotz Maske etc. pp., war sehr zufrieden. Wir eigentlich auch. So, Lieferfähigkeit. Großes Thema, da haben wir drüber gesprochen. Ihr arbeitet mit Renault zusammen. Ihr habt den Master hier jetzt als Basisfahrzeug. Ihr habt viel vorgeordert. Wie sieht es denn aus im Van-Segment? Sogar noch fast noch besser als im Wohnmobilbereich. Also den hier, also die beiden hier, die kriegst du schon im März. Im März? Im nächsten Monat. Wir reden jetzt nicht über 2022, sondern dieses Jahr im März. Ja, liegt aber nicht daran, dass ihr die nicht loskriegt, sondern ihr habt ordentlich vorgeordert. Ihr habt das gesehen 2020, seid zu Renault gegangen. Die haben sich gefreut. Die haben gesagt, denn ich sag mal, ihr seid in Deutschland exklusiv. Man kennt ja viele Ducatos, Mercedes. Ihr habt Renault. Richtig, deswegen kommen auch auf den Messen, auf den Ständen bei uns die Hölle los. Weil wir dafür, da grenzen wir uns ein bisschen ab von allen anderen. Und wie man sehen kann, ist es einfach ein sehr, sehr hübsches Fahrzeug. Ich muss sagen, also der 21er, das ist schon das Facelift, was da ist. So, sollen wir nochmal einen letzten Blick werfen auf den davor? Auf steht den draußen. davor? Genau, das Vorgängermodell. Ihr habt noch einen draußen stehen. Den 620er, den Vorgängermodell können wir machen. Genau, dass wir das sehen, beziehungsweise einfach mal die Front sehen. Die ist hier draußen und dann machen wir endgültig Schluss. Denn hier ist zu. Wir drehen heute am Freitag. Der Kundenverkehr ist geschlossen. So sieht's aus. Und hier steht er nebeneinander. Guck mal hier, da steht der alte. Ist das der alte? Genau, das ist der alte. So sah das dann auch aus im Van-Bereich. Klar, das ist jetzt ein Wohnmobil, aber man kann sich vorstellen, wie das vorher aussah. Das ist der Master 3. So, und das ist der Master 4. Richtig. Muss man schon sagen, der hat optisch echt gewonnen. Ja, absolut. Also ich sag mal so, das war natürlich auch mal in, aber jetzt so diese kantigen Formen, es war ja früher mal etwas runder, muss man sagen, alles. Da kam ja Volkswagen mit den Kanten. Man sieht es hier, da sind richtige Kanten eingezogen an der Seite. Und diese kantige Optik, diese moderne Optik, die ist jetzt auch umgesetzt beim Renault Master. Und jetzt alle Fahrzeuge, alle 21er mit der Optik. Genau so sieht es aus. Und wie gesagt, es macht auch Sinn, da das wirklich eine gelungene Geschichte ist. Ja, vielen Dank. Paul, ja, stellvertretend für über 70 Leute, die hier in Speyer arbeiten, aber ihr habt noch Niederlassung in Frankfurt? In Frankfurt-Dietzenbach, ja, und in Mülheim an der Ruhr. Und über 40 Renault-Partner. Renault-Partner deutschlandweit. Gebt es einfach auf unserer Webseite ein. Ihr findet einen Handelspartner, einen Servicepartner ganz in eurer Nähe. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.